Obwohl und trotzdem. 1. Obwohl. Obwohl ist eine Konjunktion, die zwei Sätze verbindet, um einen Widerspruch in den Gedanken oder Ereignissen auszudrücken. Wenn wir obwohl verwenden, zeigen wir, dass das Hauptgeschehen passiert, obwohl ein Grund vorhanden ist, der es eigentlich verhindern könnte. Satzstruktur. Mit obwohl haben wir zwei Sätze. Hauptsatz, die Hauptaussage enthält das Hauptereignis. Nebensatz, Widerspruch beginnt mit obwohl und drückt eine Idee oder ein Ereignis aus, das im Gegensatz zur Hauptaussage steht. Im Nebensatz mit obwohl steht das Verb immer am Ende, während das Verb im Hauptsatz seine übliche Position behält. Regeln. Wenn der Nebensatz zuerst kommt, steht obwohl am Anfang, trennen wir die Sätze mit einem Komma. Beispiel: Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Wenn der Hauptsatz zuerst kommt, wird ein Komma vor den Nebensatz gesetzt. Beispiel: Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Zusätzliche Hinweise. Obwohl wird oft verwendet, um eine Herausforderung oder Widerstand gegen eine bestimmte Situation auszudrücken und zeigt oft den Wunsch, etwas trotz Schwierigkeiten fortzusetzen. Die Satzstruktur mit obwohl ist flexibel, jedoch muss das Verb immer am Ende des Nebensatzes stehen. 2. Trotzdem. Trotzdem ist ein Adverb, das ebenfalls einen Widerspruch ausdrückt, jedoch die Sätze nicht direkt verbindet wie obwohl. Trotzdem gilt als indirektes Verbindungsmittel, das auf einen Widerspruch zum vorherigen Satz hinweist, ohne die Verposition im folgenden Satz zu ändern. Satzstruktur. Bei der Verwendung von trotzdem werden die beiden Sätze entweder durch ein einfaches Komma oder einen Punkt getrennt. Der Satz mit trotzdem wird oft als separater Satz geschrieben und beginnt in der Regel mit trotzdem, wobei das Verb direkt darauf folgt. Regeln. Der erste Satz ist unabhängig und trotzdem steht im zweiten Satz am Anfang. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Zusätzliche Hinweise. Die Verwendung von trotzdem zeigt die Haltung des Sprechers gegenüber dem vorherigen Ereignis. Zum Beispiel, wenn es regnet und dennoch jemand spazieren geht, zeigt dies vielleicht seine Entschlossenheit, diese Aktivität trotz der Umstände auszuüben. Trotzdem ist nützlich im Alltagsgespräch, um auf eine paradoxe Situation oder einen Widerstand gegen bestimmte Bedingungen hinzuweisen und ermöglicht mehr Flexibilität in der Satzgestaltung. Zusammenfassung.
Obwohl wird als Konjunktion verwendet, um zwei Sätze zu verbinden und einen Widerspruch auszudrücken. Wobei das Verb am Ende des Nebensatzes steht. Häufig wird obwohl am Anfang oder in der Mitte des Satzes verwendet, um einen logischen Gegensatz zwischen zwei Ideen darzustellen. Beispiel: Obwohl es regnet, geht er spazieren. Trotzdem wird als Adverb verwendet und steht am Anfang des zweiten Satzes, wobei das Verb seine normale Position nach trotzdem behält. Das macht es flexibler und einfacher, in getrennten Sätzen zu verwenden. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Beispiele. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid.